Hallo, schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin in Dänemark, in der Nähe von Skagen, und da gibt es diese riesige Wanderdüne hier. Und die wollte ich mal fotografieren, hatte ich schon länger vor, und meine Frau und ich, wir sind gerade auf der Reise nach Norwegen. Da passte diese Station ganz gut. Ich war heute Morgen schon hier, Sonnenaufgang 4:19 Uhr. Die blaue Stunde fängt um 2 Uhr an. Ja, ich bin noch sehr früh los, aber es war total zugezogen, keine Konturen in der Düne. Leider konnte ich da nichts wirklich Gutes fotografieren. Ich habe ein paar einzelne Aufnahmen gemacht von Details, wo so ein paar Strukturen zu sehen sind. Und da sind 2, 3, denke ich, ganz ordentliche Sachen bei. Es fehlt halt Licht, aber wenn da was bei ist, dann zeige ich euch das jetzt mal eben. Ja, wenn nicht, habe ich das gerade übersprungen, und ansonsten, ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. So, ich bin jetzt zur Abendsonne hier. Es ist jetzt 20:30 Uhr, Sonnenuntergang ist in 1,5 Stunden. Ich möchte jetzt die goldene Stunde nutzen. Die ist natürlich hier im Norden sehr, sehr lang, 1 Stunde ungefähr. Und ich gucke jetzt mal, was ich da so in den Dünen sehe. Man kann aber jetzt schon erkennen, dass die Wellentäler ganz gut zu erkennen sind. Die Sonne steht schon tief genug. Ich denke, das gibt heute was. Also, legen wir mal los. So, für das, was ich vorhabe, ist Weitwinkel sicherlich nicht die richtige Brennweite. Ich habe mich heute entschieden, auf meine Fuji X-T5 das 50 bis 140 mm Zoom drauf zu machen. Das ist umgerechnet auf Kleinbild ungefähr 75 bis 210 mm. Und damit kann ich jetzt schön reingehen ins Gelände. Und ihr seht ja, der Sand, was der hier schön durch den Wind für schöne Strukturen gebildet hat. Und darüber dann die Kämme, die jetzt schon durch den Schattenwurf schöne Konturen bilden. Ja, ich denke, ich werde das alles aus der Hand fotografieren können. Das Licht ist ausreichend genug, sodass ich sehr kurze Verschlusszeiten haben werde. Und dann kann ich ein bisschen aktiver sein als mit Stativ. Ja, wichtig, wenn man solche Szenen fotografiert, man muss sich vorher gut überlegen, wann man wo reinläuft. Sonst hat man seine Spuren gezogen. Wobei, ich muss sagen, das ist hier tagsüber so voll, da ein Fleckchen zu finden, wo keine Fußspuren sind, ist ein bisschen schwierig. Das hier geht jetzt sogar mal gerade. Weiter oben ist es alles totgetrampelt. Aber deshalb muss ich halt umso mehr darauf achten, dass ich die wenigen Spots, die es noch gibt, die unberührt sind, dass ich die jetzt erhalte, wenn ich hier fotografieren möchte. Aber ich habe jetzt einen Weg gefunden. Ich werde jetzt hier links reinlaufen, hoch zu den Dünen oben, die etwas flacher sind. Aber da sind ein paar bei, die halt schöne Wellentäler haben und durch den Schattenwurf dann einen schönen Kontrast bilden. Die Kanten sind nicht ganz scharf, aber ich will jetzt nicht meckern. Ich bin froh, dass wir jetzt Sonne haben und wir überhaupt so fotografieren können hier. Weil heute Morgen war es total dull. echt schöne Szene hier. Die Wellen, die so in dem Sand sind,
vollkommen unberührt. Die werfen jetzt einen super Schatten und dann mit den toten Ästen so ein bisschen Deadfly, wer es kennt. Aber ein bisschen. You don't feel the same, wondering when it changed. Did you come to play, my baby? I'm running your race, my heart's in its place, wondering if you'll stay. I'm tired of figuring out where Ah, Leute, guckt euch diese Szene an. Das Licht, fantastisch. Ja, das hatte ich mir heute Morgen erträumt, aber ja, besser hätte es heute Morgen gar nicht sein können. Also die Abendsonne kommt ja genau in den richtigen Winkel rein. Das ist einfach nur geil. So, das ist genau das, wonach ich so suche. Dass die Sonne halt in so ein kleines Wellental reinkommt und dann mit Schatten, dass man schöne Konturen da drin hat, also so wellig. Und ich zoome diesen Teil hier oben mal rein. Das Bild zeige ich euch jetzt. So, auch eine schöne Szene hier. Diese leichten, weichen Schwünge und dieser Bogen, der wird natürlich jetzt schön rausgearbeitet, weil man jetzt in diesen Strukturen, die darüber laufen, die Kontur gut erkennen kann. Die Sonne stieg jetzt richtig schön tief. Herrlich. Und ich gehe jetzt noch ein Stück nach links rüber, um das ein bisschen mehr mit Seitenlicht zu fotografieren. Perfekt. Also wie immer ist natürlich wichtig, sich auf ein Motiv zu konzentrieren. Nicht einfach zack in den Sand rein fotografieren, sondern wirklich überlegen, wie sollen die Wellen durchs Bild laufen, wie soll der Schatten zum Licht sich verhalten im Bild und was will ich da zeigen? Will ich eine einzelne Welle zeigen oder das große Ganze? Wobei das große Ganze fällt für mich hier weg. Ich gehe wirklich immer in Details oder einzelne Wellen rein, damit, wenn das Auge ins Bild geht, sofort klar ist, was ist hier das Motiv, was ist die Idee, die ich hier zeigen will. Die Idee ist zu zeigen, was macht der Wind mit dem Sand, die schönen feinen Strukturen, und er bildet halt diese schöne Düne aus. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, so eine Skalierung hinzubekommen. Deshalb laufe ich mal ins Bild. Da könnt ihr mal ermessen, wie groß dieser Sandberg hier ist. Das ist wirklich unglaublich. Also die Düne wäre es sicherlich wert, mehrere Tage hier zu verbringen. Es gibt so viele Details, so wirklich verkrusteten Sand, der dann so Terrassen bildet und Strukturen drin aus dunklem und hellem Sand. Toll. So, ich hänge euch jetzt meine Bilder dran. Genießt es.
Ja, ich hoffe, euch haben meine Bilder gefallen von der Düne. Wie die heißt, blende ich euch mal kurz ein. Ist also direkt vor Skagen, ganz im Norden von Dänemark. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf. Noch besser, lasst ein Abo da, falls nicht schon geschehen. Dann sehen wir uns regelmäßig wieder. Bis dann. Ciao.